So, hi Leute, wir sind mal wieder zurück hier zu Stories, zu Path of Destinies. Ja, ich hatte eine längere Pause. Das lag daran, dass ich jetzt schon nicht sehr viel Zeit hatte in letzter Zeit, in den letzten Wochen und froh war, dass ich überhaupt das mit Simon alles geschafft habe. Und jetzt ist Simon ja durch, deswegen habe ich mir gedacht, ich schulde euch noch ein paar Enden von Stories zu Path of Destinies und dass wir die jetzt einfach mal durchspielen weiter. Und dass ich da jetzt endlich weitermache. Genau, deswegen, ich habe hier schon vorbereitet, schon eine Mission gespielt, die wir schon kannten. Und zwar habe ich Lapino gerettet. Und jetzt hätten wir hier wieder die Wahl zwischen Zenobia und dass wir uns, dieses Kern vom Skyripper holen. Genau, den Kern haben wir noch nicht gemacht, deswegen legen wir auch gleich los. Ja, dann muss ich nicht so viel quatschen. Also viel Spaß. To make the Skyripper, the transcendent Emperor had wrapped an armature around the eye of a god. Bernardo had already let that armature slip away to save Lapino's life. But even its core, the eye torn from a god, surely they could fashion a great weapon from that. The core of the Skyripper? Lapino's excited. That's an actual thing that we could just go and get. You've been busy. He sure had. Bernardo told him all the things he'd been up to. Soon they got to talking about old times, about wages they'd won and lost, and scrapes they'd barely got out of. It was good to be back with his friend. True, the core was capable of terrible, uncontrollable destruction. But this time, he was sure it would work great. Ja. Ja, wir haben ja die ganzen Hol dir das Gehäuse Enden haben wir schon durchgespielt. Das ging ja jedes Mal ziemlich schief, dass wir uns das Gehäuse holen. Also immer irgendwie explodiert oder wurde uns weggenommen. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt anders laufen wird. Ja, schauen wir mal rein. Ja, ich weiß gar nicht, was es so Neues gibt. So viel eigentlich nicht. Ich habe beschlossen, jetzt hier nicht immer nur so Mini-Folgen zu machen. Here, thought Bernardo. It was nice to be back with his old war buddy. All right. Lapino was a traitor. But still, it was good company. Ja, er ist gute Unterhaltung, auch wenn er ein Verräter ist. Sehr schön. Ja, ich will hier nicht so kurze Folgen machen, deswegen habe ich auch mal mir was besorgt zum Entschuldigung, ein bisschen belegten Hals. Zum Schneiden, also das heißt, wenn jetzt hier irgendwo so Mini-Folgen kommen, dann schneide ich halt einfach mehrere zusammen. Weiß nicht, ob es jetzt hier schon der Fall sein wird, aber in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall. Bitte seht's mir nach, wenn das dann alles nicht ganz so optimal ist. Falsch. Ich mache das da auch zum ersten Mal so, muss das erst lernen. Sour in the air. Like the earth had ruptured over something that had been fermenting for a very long time. Ja. So riecht's bei mir manchmal auch. Nein, Spaß. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, seht's mir ein bisschen nach, wenn das alles nicht so perfekt dann ist beim Schnitten oder so. Ich muss es auch erstmal üben. Ich habe schon ein bisschen mitgeübt, aber... toll. Ich gehe gleich wieder einen auf die Fresse. Aber ich bin mir halt nicht so sicher, ob ich das schon alles so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. So. Naja, wir sind so wieder geheilt. Wrong, all over. He could feel an almost palpable sickness in the air. And if the land could have tumors, they would look like these monstrous crystals. The forest was quieter than it had been. There were insects, but few birds, if you didn't count the ravens. Bernardo smelled sick animals and dying ones, but no healthy ones. And getting a bad feeling about this, Bernardo thought. Maybe Lapino was right. Maybe they should have kidnapped Zenobia instead of coming here. Okay, er kriegt langsam Zweifel, schön. Wie ihr seht, ich habe Level bekommen beim letzten Durchspielen. Ich weiß aber schon gar nicht mehr, was wir alles geskillt haben. Skill ich jetzt hier einfach mal das hier weiter. Dagegen mit einem Schwert, wenn du ihn greifst. Ja, okay. Whatever. Lernen. Wir brauchen es ja eigentlich eh nicht mehr. Es ist ein bisschen schade, dass wir hier ja, keine neuen Schwerter machen können und so. Das ist halt einfach
ab einem gewissen Zeitpunkt im Spiel nicht mehr weitergeht. Ist ein bisschen langweilig dann. Aber mein Gott, kann man halt nicht ändern. Und das Spiel ist, glaube ich, auch nicht darauf ausgelegt, dass du alle Enden so durchspielst, wie ich es mache. Dass du es einfach durchspielst. Dann ist gut. Aber ich möchte halt einfach jedes Ende sehen. Da bin ich jetzt einfach neugierig. Und da sind wir auch schon beim Skyripper-Kern. Das ging fix. So. Hallo? As he held the radiant icosahedron, Renato felt queasy. Like dozens of tiny worms were nibbling his insides. It wasn't healthy to be so close to the eye of a god. How could he use it? He could take it to the observatory. The scientists there could tell him how to harness its ancient power. But honestly, Renato ached to get away from it. He brought the core back with him to the Farfarer. But honestly, Renato ached to be rid of it. Tell you what, said Lupino. I'll take it to the observatory. You attack the Imperial outpost. The Imperial outpost was a vital communications node. Taking it could shatter the Empire's ability to coordinate. And it would be full of secret plans and maps and maybe even rebel prisoners. It was a good target for a hero like Renato. But what if Lupino lost the core to the Empire? That could be a good thing, couldn't it? Was Renato ready to take that risk? Maybe it was better if he brought the core to the scientists himself. Ja, schwere Entscheidung. Bringen wir den Kern lieber selber zu Wissenschaftlern oder lassen wir es Lupino machen? Ich bin dafür, wir bringen es selber hin, weil Lupino ist ja eh ein Verräter. Lupino was a touchy rabbit. Renato knew that. You're brave, I know, Renato said. But this is what I was hired to do. Oh, well, at least let me run ahead and warn them you're coming. Renato wondered if Lupino was up to no good. What if the rabbit warned the Empire instead? Oh, but Lupino wouldn't betray him like that. Not again. Before it'd been a fluke, right? They finished the trip to the Nexus in silence. He would offer Lupino a chance to betray him, or not to. His old friend deserved another chance to prove true. All right, Renato said. Go. Okay, wir lassen Lupino vorgehen. Ich weiß ja nicht, ob das so eine schlaue Idee ist, ihn vorzuschicken. Er wird uns 100 Pro verraten. Wir jetzt dort ankommen und die Wissenschaftler sind dann tot und so. Ich meine, wir haben es jetzt oft genug irgendwie in irgendeiner Art und Weise gespielt. Aber lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht ändert sich ja mal was. Warum sind wir im Nexus? Ach stimmt, die Wissenschaftler sind im Nexus. As Renato watched Lupino vanish on the horizon, he could feel nausea building in him. He felt ill. Could his knees really be aching this much? But how could he have handed the core off to Lupino? That was a recipe for disaster. Ja. Gucken, ob ich hier irgendwo ein bisschen Leben finde, weil ich irgendwie nicht vollgeheilt bin. Welchen mysteriösen Gründen auch immer, weil normalerweise heilt man sich doch, ich jetzt so darin, dass man sich immer voll heilt. Ah, perfekt. Am Ende einer Mission. Aber irgendwie täusche ich mich da wohl. Da. Jetzt habe ich... Ja, irgendwie komisch. Na gut. Schlagen wir ein bisschen auf Kristalle ein. Ah, ist wie ein Zelda quasi. Ja, wo ich gerade bei Zelda wieder bin, demnächst erscheint ja die... ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Die NES Classic Mini-Version von Nintendo, wo sie den alten NES als wieder aufgebaut haben, also neu gemacht haben und so dann auch hier, was gibt's, ich glaube 30 Spiele sind dabei, unter anderem 2, 3 Mario-Spiele, die alten Zelda-Titel, Kirby und weiß der Teufel was noch alles. Ich habe das gar nicht mal alles im Kopf. Ja. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. Ich werde mir das Ding auf jeden Fall holen, weil ich bin da echt gespannt drauf. Vor allem möchte ich die ganzen alten Mario- und Zelda-Titel wieder haben. Und ich hatte ja ein altes Mario Land, das ist nur leider verschütt gegangen auf meiner NES. Ja. Oh Gott.
Und deswegen bin ich da schon echt gespannt drauf, wenn das dann wirklich rauskommt. Und ja, frag mich auch, was das dann so taugt, das Ganze. Aber ich denke, das ist schon ziemlich geil wird. Und ich weiß gar nicht, warum sie es neu rausgebracht haben. Aber ich glaube, irgendwas zum Geburtstag oder irgend sowas. Irgendwie kann ich kein volles Leben kriegen, sehe ich gerade. Ist ein bisschen komisch. Immer ein bisschen weniger. Ich verliere auch kontinuierlich Leben. Ach so, weil ich verletzt bin durch das Ding. Prinzipien des immerwährenden Kaisers des letzten Gottes. Ach, das kennen wir schon. Das habe ich mindestens zweimal schon gelesen. Wir müssen aufpassen, wir müssen uns beeilen, weil sonst sterben wir, sehe ich gerade. Wir verlieren kontinuierlich Leben. Jetzt wird Energie abgezogen. Ich habe noch keine Ahnung, wo wir sind. Hier, Leben. Achso, wir sind wieder da, wo wir herkamen. Ach, verflixt. Ich brauch Leben. Aha. Ich sehe schon, ich versau die Mission, weil ich zu lange nach Leben suche. Na gut. Los weiter. Ach ja. Ja, das war das, was sie gerade erzählt haben, dass er sich ja so schwach fühlt. Aber hier gibt es einfach zu wenig Leben. Naja, müssen wir halt schnell sein. Etwas, was ich nicht sonderlich gut kann. In solchen Spielen, ich verhaspel mich immer. Tür? Aber zum Glück kriegen wir Leben dazu, wenn wir Leute bekämpfen. Deswegen sollten wir uns nur nicht treffen lassen. Aber das regeneriert uns ja. Ah, hopp, hopp. Komm schon. Komm schon. Oh. Nein! Warum? Oh. Ich will jetzt kaputt hauen. Okay. Oh, ich liebe es, wenn irgendwelche Sachen nicht gehen. Okay, ich glaube, ich bin schon wieder falsch abgebogen. Aber okay. This chest contained blank passports from 15 countries. Yay. And Bernardo felt worse. all his joints were aching now. He'd been through beatings that felt better than this. So the core had a Kind of poison that could harm you without even touching you. That's new. Well, it had power. The rebellion needed something with power. And how was this any worse than a sword wound? Well, a death by sword was sudden and fair. This was just squalid. A piecemeal death, like old age. Ach, toll. Okay. Oh, ich hasse es. Hier ist mal wieder einfach die Dings kaputt, die Grafik. Deswegen sehen wir halt hier gerade nicht so richtig, wo es hingeht. Aber das kennen wir ja schon, dass da irgendwie ein kleiner Bug im Spiel ist. Ja, Gott, ich hasse diese Stelle, ich hasse sie. Den scheiß Hebel um. Oh. Ja, gut, sehr schön. Leben. Gebt mir euer Leben. Leben. Das kann man hier nicht runterfallen. Wenn man hier runterfallen könnte, würde ich wahrscheinlich alle 5 Sekunden von dieser scheiß Plattform fallen. Ich kenne mich. Das ist bei mir so ein Standardding, dass ich immer überall runterfalle, wo man runterfallen kann. Weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber vor allem in Zelda war das immer so ein, oh, lauf auf dieser kleinen Plattform entlang, auf diesem kleinen Steg. Ich bin immer runtergefallen. Jedes Mal. Es hat bei mir immer Stunden gedauert, da durchzukommen. Aber wir sind zum Glück am Ende der Mission und wir haben noch genug Leben, um hier ein bisschen rumzurennen. Komm schon. Voilà. Ja. Gerade ist das Spiel abgestürzt, Leute. Ich mach hier mal einen Cut.
So Leute, da sind wir auch wieder zurück nach dem Absturz, wieder an derselben Stelle wie davor. Ich hoffe, dass es diesmal nicht wieder abstürzt. Ich habe uns einfach nur schnell wieder dahin gespielt, wo wir waren, weil das nicht gespeichert hat. Musste ich nochmal alles durch. The observatory was a burning hulk. Dead scientists everywhere. Bernardo found the mad rabbit cowering under a desk. The ravens. They must have known we were coming, Said Lupino. How did you... Well, see, I was doing a card trick with my lucky deck, and I kind of bobbled the cards, so I went under the desk to gather them up, and boom! I guess we'll have to take the car straight to the secret base. Bernardo wasn't sure he believed that. But Lupino was talking so fast. He always seemed to make sense. The secret rebel base. Yes. They had engineers there. But wait, Calaveras, the sage in the mountains. Maybe he would know what to do with the naked core. Ja, wir haben wieder die Wahl zwischen Rebellenbasis oder Calaveras in den Bergen. Ich entscheide mich mal für die Rebellen. Ah, yes. The secret base. Not even Lupino knew where it was. They had engineers there. Those Todes would surely know what to do with the core's power. And then he'd be free of it. But he couldn't take Lupino. The core would work its evil on him too. You stay here. give me the coordinates. I'll meet you there. Lupino seemed awfully anxious to have the coordinates of the secret rebel base. Someone needs to bury these scientists. Why do I get all the fun jobs? And with that, Bernardo returned to the Farfarer and took off. Ja, keine schlechte Entscheidung, dass wir Lupino zurückgelassen haben. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum gerade das Spiel abgestürzt ist, aber das passiert halt ab und zu mal. Aber dann kann ich gleich ausprobieren, das zusammenzuschneiden. Also, wie gesagt, nicht wundern, wenn dann da irgendwie ein Schnittcut oder sonst was drin ist. Ich guck mal, wie ich das hinbekomme. Ja. Ihr merkt schon, ich bin heute irgendwie nicht so redefreundlich. Nein, Schmarrn. The ruins were quiet, but Bernardo could hear a buzzing in his ears. Was it bugs? Or was it the core slowly feeding him poison? The council would know what to do. Ach Gott. If the core had this much power, it could surely change the terms of the great battle that was coming. And maybe they would take this burden from him. Maybe. Das ist ja voll von Arsch. Wir haben immer noch den Kern, der Why uns hadn't the kid opened the Book of Destinies? At aussaugt. least he'd have known about that goggler. Why hadn't Hypatia opened it? War. And this was kind of terrifying. What if they had? And what had happened had been the best future they could find. Oh. Warum sind hier nirgends Leben drin, ne? Da braucht man mal Leben, wenn uns dieser Kern aussaugt. Und dann ist hier natürlich nirgends einer. Na gut, dann müssen wir es halt darüber machen, dass wir Gegner kaputt hauen. Aber ich bräuchte auch mal wieder neue Schwertenergie. Bernardo thought of the choices he had made. He'd rescued a friend and left him behind. He'd recovered a weapon and it was killing him. And the Empire's greatest scientists were dead because he'd asked their advice. Bernardo for the win. So. Ich glaube, das hier war der richtige Weg. Bin mir aber nicht mehr sicher. Ja, als ich das hier noch eigentlich irgendwie regelmäßig gespielt habe, wusste ich ja jeden Weg hier auswendig. Da war das alles ein bisschen einfacher. Aber How had it come to this? ja, das ist Bernardo had richtig. signed on as an adventurer. Gott. Sure, Nicht wieder the diese Emperor blöden had Augen. gone mad. Sure, Bernardo had heard horrors from the ghosts of dead kittens and puppies sacrificed in his blasphemous rituals. But when he jumped in, he'd only been a little bored and slightly broke. And here he was, carrying a bucket of death across a broken landscape. Why not drop it and run? Because he Okay. hated to quit in the middle. That was his fatal flaw. He had to know how it all turned out. Oh, Didn't your mother tell you it's rude to stare? Snapped Bernardo, a little smug. hui, ja.
Ich hasse diese Stelle, da bin ich früher immer sehr oft gestorben, The aber wir long haben es durchgeschafft. stairs. So he was close to the rebel base. Nothing was on fire. So far, so good. Ja, noch ist nichts, brennt noch nichts. Oh, komm schon. Jetzt kaputt. Warum glitzert da manchmal immer alles? Ja. Der hat mich getroffen. Na gut. Dann mal rein zur Rebellenbasis. Ja genau, ich war beim NES, aber jetzt kommt hier eh gleich wieder Gelaber, deswegen erzähle ich dann was nach dem Gelaber. Aber ich bin echt gespannt, was da so für Games dann alles, also ob das wirklich die Original-Games sind, ob die auch neu aufgebracht haben. Ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. At the entrance to the council chambers. Get that thing out of here! Croaked the speaker. It's making us sick! That's the core of the Sky Ripper, said Renato. No, it's not useless at all. Said an engineer Toad. It's poisonous. Look at the fox. He's ill. Probably dying. Yeah, not useless at all, said Renato. So what do I do? Rub it on His Majesty? The engineer chuckled. Renato didn't like it when engineers chuckled. Oh, I got it. Listen, I can make a bomb and spread bits of the core all over a circle about 100 paces wide. Little chunks of poison and death. All you have to do is just get it near the Emperor. You'll kill him and his bodyguard and chop off the head of the fleet. Yeah, and if we're lucky, might poison some of the ravens around there as well. What about me? Right, what about you? Well, I'll build in a timer. You can set it and run. No, that's a horrible idea, said Renato. Oh, we have to do something, yes? Said the speaker. This is something. Renato couldn't argue with that. And so, reluctantly, Renato loaded the rigged core onto the Farfarer and set sail towards the Emperor's ship. The rebels took the fight to the Imperial fleet, but Renato was too sick to enjoy the view. He must have passed out as a firm hand grabbed him and shoved him forward. This was it. Na super. Eine Bombe ist nie eine Lösung. Das war es noch nie. In keinem Film, in keinem Spiel, nie war die Bombe die Lösung. Aber okay. Sie sind der Meinung, wir sollen eine Bombe bauen, dann bauen wir halt eine Bombe. Ich bin da jetzt nicht so begeistert von, ganz ehrlich. Vielleicht hätten wir doch Lapino einfach diesen scheiß Kern geben sollen, dann wäre er draufgegangen. Ja gut, er hat einen Imperator gebracht. Der Imperator hat ja schon den Kern. The fleet seemed very big, and its ravens very tough. Or maybe he was just slower and weaker than before. He hated the idea of poisoning the enemy. It wasn't fair. Face to face with a raven, let the best swordsman survive. But they wouldn't even know what was killing them. Feather by feather, scale by scale. He didn't mind dying a hero. That sometimes went with being a hero. But he didn't feel at all like a hero. Not today. Ja, da merkt man wieder den Renato had a Namen. feeling that was the back door to something. But what? Also man merkt schon, dass er einfach ein ehrenhafter Kerl ist. Er das überhaupt nicht leiden kann, dass wir jetzt die Leute einfach vergiften. Und statt ehrenhaft mit ihm zu kämpfen. Nein, nein. Oh Gott. Und jetzt hier wieder das, ja, jetzt haben wir wieder das Slow-Mo-Schiff. Ist auch interessant, dass das manchmal total langsam hier geht. Und manchmal wird es richtig schnell. Also das habe ich immer noch nicht kapiert. Ah, okay. So kann man es also zurücksetzen scheinbar, indem man einfach nochmal an das Ding springt. Sehr praktisch. Muss ich mir fürs nächste Mal merken. Gut. Genau, NES. Also ich hoffe, die haben wirklich die alten Spiele genommen. Nicht die neuen. Auf jeden Fall werde ich es mir kaufen. He was exhausted. He was making stupid mistakes. His fur was coming off in bunches. Up ahead, he could see the Emperor's ship, long and sleek, a floating palace. The bomb would only poison a circle 100 paces wide. He would get as close as he could, set it, and run. Oh, this was a lousy way to win a rebellion, he thought. He didn't want a medal for this. Just wanted to be forgotten. Ah. Ich bin halt
sehr gespannt. Also hier auf der NES, ich werde es mir kaufen. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ihr es auch kauft. Ich glaube, ich habe es jetzt zum 5. Mal gesagt. Ob ihr euch das Ding da auch kaufen werdet. Ich bin auch, frag mich auch momentan, ob man den, dadurch, dass hier ein HDMI-Kabel alles dabei ist, ob man den vielleicht sogar direkt am Computer anschließen kann und auch aufnehmen, ohne dass ich irgendeinen Zwischenteil brauche für Fernseher auf Computer oder so. Werde ich aber dann sehen. Was ich ein bisschen komisch finde, ich habe irgendwie gelesen, dass ich glaube, das Ladekabel, das USB-Ladekabel nicht dabei ist. Ist zwar ein Controller dabei und so, ein HDMI-Kabel, aber kein Ladekabel für... ja. Jetzt? Ah, hier. Kein Ladekabel für die Konsole. Das fände ich ein bisschen komisch. Vielleicht habe ich mich da auch nur verlesen. Weiß ich nicht. Ich werde mir auf jeden Fall auch einen zweiten Controller gleich kaufen und dann, wenn es dann soweit ist, gucken, ob ich das Ladekabel halt noch brauche oder nicht und das auch gleich mitkaufen. Dann braucht es ja nicht viel. Im Zweifel nehme ich mein Handy-Ladekabel von Anfang, das müsste ja auch funktionieren. So. Haben wir es jetzt? Sieht so aus. Dann stellen wir die Bombe. Twisted the timer and the bomb as far as it would go and staggered off. His knees hurt. Oh, everything hurt. He staggered away as far as he could until he had to lie down. He could see the entire Imperial fleet from here and the rebel ships engaged with it. There was a blinding flash. And a second later, a monstrous thump. Burning rocks arced across the sky over both fleets. A wreath of fire shot outwards, rolling across the fleets. A pillar of smoke boiled up from where the Emperor's ship had been. It reached into the clouds. That's a wee bit more than 100 paces, thought Renato. It took Renato most of that evening to die. Some of the toughest ravens lasted all week. Some of the rebels in the furthest ships survived as much as a month. That winter, with neither Empire nor rebels to rule them, the islands slid into banditry. And so began the second age of darkness. Na supi. Wir haben ein zweites Zeitalter der Dunkelheit ausgelöst. Ah ja, okay, wir haben eine Skyripper Story gespielt. Was haben wir denn? Eine Story abgeschlossen. Der Eimer des Todes. Okay. Was für ein Held sind wir? Ein Held, der seine Gegner zu einem langsamen und schmerzhaften Tod verdammt. Kein wirklicher Held. Ja, finde ich auch. Genau, wir haben hier den einsamen Tod durchgespielt. Wir haben Lapino gerettet. Wir haben den Kern geholt. Wir haben uns die Wissenschaftler mit den Wissenschaftlern getroffen und dann haben wir den Hohen Rat getroffen. Ich fand das Ende ein bisschen komisch hier mit der Bombe und so. Also ich hätte das auch nicht so gemacht. Aber was soll's, die wollten das so. Wir mussten leider gehorchen. Wie ihr seht, haben wir noch ein bisschen was. Das heißt, wir sehen uns dann einfach in einer neuen Folge. Ich werde diesen Teil hier auf jeden Fall zusammenschneiden mit dem davor, bevor es abgestürzt ist. Dann sind wir ungefähr bei so einer halben Stunde. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns das nächste Mal in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Stories to Path of Destinies. Also dann, ciao Leute!